Wir haben dieses Thema Silo in den letzten Stunden mehrfachst diskutiert und angesprochen als gewisses Hindernis. Und einer meiner Lieblingskarikaturisten, der Tom Fishburne, auch seit vielen Jahren ein Begleiter unserer Branche, hat es in einer wunderschönen Grafik, die ich mir gekauft habe, hier entsprechend nochmal dargestellt. Also diese Silo-Mentalität, die läuft jetzt irgendwie aus dem Ruder, um es mal so zu formulieren. Man sieht ja dieses kleine Krokodil als Schutzfunktion im Wassergraben und also es macht ja irgendwie alles keinen Sinn. Also von daher glaube ich glaube, dass es jedem klar ist, dass es irgendwie keinen Sinn macht, aber keiner ändert es. Und deswegen bin ich heute angetreten, auch wieder an der Stelle mit dem kleinen oder vielleicht auch großen Hammer zu agieren und zu sagen, auch mit Ihrer aller Unterstützung, die heute zuhören und das in die Welt hinaus zu posaunen und zu sagen, Mensch, jetzt Leute, lass uns doch an einer oder anderen Stelle was ändern. Ein Unternehmen wird niemals, und das ist sicherlich eine sehr scharfe These, aber ein Unternehmen wird niemals kundenorientiert sein, solange es funktionsorientiert oder in einer Matrix-Organisation verhaftet ist. Kann nicht sein, ich begründe das auch gleich, warum. Beispiel Kundenmanagement. Also die meisten Unternehmen sind eben, man sieht es ja hier, nach Funktionen aufgestellt. Jetzt könnte man die nebeneinander schreiben. Ich habe es jetzt aus Platzgründen untereinander geschrieben. Aber man hat Vertrieb, Marketing, E-Commerce, Social Media und man hat Produktmanagement, Einkauf, IT. Und aber vor allem die vorgenannten Vertrieb, Marketing, E-Commerce, Social Media, alle sprechen irgendwie zu den Zielgruppen. Und dieses irgendwie sagt es schon richtig aus, nämlich irgendwie heißt, es ist in der Regel nicht sauber abgestimmt. Es ist, ich habe es jetzt mal überspitzt formuliert, eine kommunikative Kakophonie draußen, dass der Kunde hat nie eine einheitliche Custom Experience, wie es so schön heißt, weil eben die vom Vertrieb gedachte Experience eine etwas andere ist wie die vom Marketing, wie vom E-Commerce, wie vielleicht von Social Media. Und solange die unterschiedliche Ziele haben, also E-Commerce hat sein eigenes Ziel im Vergleich zu Social Media, im Vergleich zu Marketing, im Vergleich zu Vertrieb, dann macht es doch überhaupt keinen Sinn und dann kann das auch nicht zu einer einheitlichen Arbeitsweise führen. Es kann aber vor allem nicht beim Kunden zu einer sinnvollen und dauerhaft gleichgefühlten Custom Experience führen. Deshalb die Kernfrage, wie kann ich das ändern? Und das kann man auch sehr schön nachlesen, 1988 im Studium, also ich bin eigentlich schon über 30 Jahre jetzt im Berufsleben, aber ich habe 1988 im Studium zufällig diesen Satz aufgeschnappt. Und damals fand ich das ziemlich rüde, was der gesagt hat, weil ich gedacht habe, naja, also so, A ist er Jesuitenpater, also ein ziemlich christlicher Mensch. Und zum anderen, naja, also muss man so rüde mit seinen Mitarbeitern umgehen? Naja, eigentlich, damals habe ich gesagt, nee, das passt nicht. Aber irgendwie blieb mir der Satz hängen. Und ich muss zugeben, Jahre später, vielleicht 8 bis 10 Jahre später, habe ich gesagt, nee, ich glaube, er hat recht. Wer bestehendes Denken ändern will, der muss die bestehenden Strukturen zerstören. Schlusswort für mich heute. Das spüren Sie mit jedem Augenschlag von mir, mit jeder Handbewegung. Es geht einfach darum, mal diese Silos aufzubrechen und das geht nur dann, wenn man eben entsprechend nicht mehr funktional aufgestellt ist, sondern entsprechend nach Kundenmanagement, Organisation sich ausrichtet.